Sag mal, glaubst du an die Geschichte der Ringe? Historisch belegt ist nur, dass ein Widersacher Calzerone di Gandia vor dem Altar gestorben ist. Der Ring. Er ist weg. So was, liebes Fräulein. Jetzt ist Schluss. Und wenn du dich nicht freiwillig von ihm fernhältst, dann kommst du eben ins Internat. Ich wünsche mir nichts mehr, als mich mit Julia auszusöhnen. Der Julia bist du gestorben. Gibt es etwas Schlimmeres, als 17 Jahre alt zu sein? Ja, gibt es. Eltern zu haben, die Sätze sagen wie, uns fällt das auch nicht leicht. Oder, wir machen uns doch nur Sorgen. Uns fällt das auch nicht leicht. Wir machen uns doch nur Sorgen. Verstehst du das nicht? Warum? Weil Ansgar mich zu seiner persönlichen Assistentin macht? Aber darum geht es doch gar nicht. Er hat dich geküsst. Und du glaubst im Ernst, du hast den Job wegen deiner Erfahrung bekommen. Du hast doch überhaupt keine. Das kann sich ja wohl noch ändern. Ansgar von Lahnstein ist mehr als doppelt so alt wie du. Ich meine, das passt einfach nicht zusammen. Aber ich liebe ihn und er liebt mich. Dieser Mann nutzt dich nur aus. Wir werden nicht zulassen, dass er dich unglücklich macht. Die Einzigen, die mich gerade unglücklich machen, seid ihr. Ach ja, und die Nummer mit dem Internat, die könnt ihr vergessen. Da spiele ich nicht mit. Es heißt, Liebe überwindet Hindernisse. Totaler Blödsinn. Liebe allein überwindet gar nichts. Man darf sich von niemandem davon abhalten lassen. Erst recht nicht von den eigenen Eltern. Wir hätten besser auf sie aufpassen müssen. Vielleicht hätte man es dann doch noch verhindern können. Ach, komm schon. Was hättest du denn tun sollen? Sie wird schon wieder vernünftig werden. Man muss für seine Liebe Hindernisse schon selbst aus dem Weg räumen. Wer dazu zu feige ist, bleibt für immer 17. Kim, mach doch bitte mal auf. Verschwinde! Ich hasse euch! Was war das denn gerade? Was ist denn los? Hast du auf einmal deinen Text vergessen, oder was? Ist dir eigentlich klar, dass da draußen eine Menge wichtiger Leute warten, nur um dich singen zu hören? The Lost Voice of Lily Rose. Beeindruckend umgesetzt. Weißt du, was da los ist? Was fragst du mich das? Ich gehe mal nach ihr selbst. Nein, ich mach das. Ich glaube, du musst was sagen. Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie diese kleine Verzögerung. Ich bin sicher, unsere Künstlerin wird ihren Vortrag gleich fortsetzen. Marlene, du musst da wieder raus. Das ist der erste öffentliche Auftritt von Lahnstein Entertainment. Kannst du dir die Presse morgen vorstellen? Ich kann nicht. Was ist denn los mit deiner Stimme? Hey, was ist passiert? Deine Stimme ist weg. Das kann ja wohl nicht wahr sein! Was ist denn los? Toll! Einen besseren Zeitpunkt für eure Ehekrise hättet ihr euch nicht aussuchen können. Meine Damen und Herren, gedulden Sie sich noch einen Moment, bitte.
Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Marlene heute nicht mehr auftreten wird. Na, ganz toll. Ich hoffe, sie hat nichts Schlimmes. Das wäre ärgerlich. Zumal ihr alle mit euren Stimmen dafür gesorgt habt, dass wir unser Geld in sie investieren. Unsere Künstlerin hat sich ein Virus eingefangen und ist gezwungen, unverzüglich das Bett zu hüten. Haben Sie davon gewusst? Ja, sobald sie genesen wird, werden wir Sie informieren und Sie bekommen eine neue Einladung. Wie gesagt, wir sind untröstlich und wünschen ihr gute Besserung. Ja, eine bessere Publicity hätte Lahnstein Entertainment ja nicht haben können. Oh, weg hab ich! Ja, nicht schlecht. Ricardo muss dich mal mitnehmen zu seinen Beachvolleyballern. Ja, ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ja. Ich gehe doch nicht in jeden Verein. Na, sag mal, wollt ihr jetzt quatschen oder spielen? Ja, komm, gib auf, los. So, Achtung. Sag mal, wo Was machst du denn Ja, da? ich mach schon. Wo Wird guckst auch du mal denn hin? passieren. Was sind denn da? Hübsche Frauen? Da ist nichts. Hör auf. Opa, nicht träumen. Sag mal, habt ihr nicht Lust auf ein Eis? Im Café? Das ist ein Top-Plan. Ja, dann los. Wir haben doch noch den ganzen Nachmittag. Ich will lieber jetzt gleich los. Geht's dir nicht gut? Vielleicht war es zu anstrengend. Dein Schwächeanfall ist ja auch erst ein paar Tage her. Ja, also, schummrig ist mir schon ein bisschen. Dann lass uns übergehen. Ja. Komm. Hey, toll siehst du aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich so allein auf die Straße lasse. Heißt das, du kommst mit? Ich dachte eher, ich könnte dich noch überzeugen, bei mir zu bleiben. Philipp, ich war schon nicht im Theater. Ich kann den Empfang nicht auch noch sausen lassen. Das gehört zu meinen familiären Pflichten. Und was ist mit deinen ehelichen Pflichten? Den würde ich ja wirklich gerne nachkommen. Aber hast du vergessen, was der Arzt gesagt hat? Keine körperliche Anstrengung. Ja. Keine Angst, ich bin nicht mehr krank. Ich fühle mich super. Und damit das so bleibt, lassen wir das. Okay, hau schon ab. Und wenn dich fremde Männer ansprechen, dann zeigst du ihnen einfach deinen Ehering. Ja, das mache ich. Ich kann mir immer noch nicht erklären, wie ich ihn verloren habe. Glaubst du immer noch, es bringt Unglück, wenn man den Ring verliert? Jetzt, wo es dir besser geht, mache ich mir keine Sorgen mehr. Keine Albträume mehr. Nur noch schöne Träume. Ich muss wirklich los. Bis später. Bis später. Ah, komm rein. Wo wart ihr denn? Das ist eine längere Geschichte. Ich dachte, ihr wolltet auch noch ins Theater kommen. Wie war der Auftritt? Das war eine Katastrophe. Marlenes Stimme hat versagt. Sie musste die Probe abbrechen. Auch das noch. Wie geht's ihr? Hagen kümmert sich um sie. Ich wollte da nicht auch noch rumwuseln. Aber was ist euch denn dazwischen gekommen? Ansgar von Lahnstein. Wir haben gesehen, wie er Kim geküsst hat. Was? Das hätte ich ja nicht gedacht. Also ich meine, dass Kim für ihn schwärmt, ja, aber... Ja, schwärmen ist gut. Sie bildet sich ein, sie liebt ihn. Ja, heute liebt sie Ansgar von Lahnstein, morgen ist es... Keine Ahnung, Christian. Ihr wisst doch noch, wie Marlene und ich in dem Alter waren. Aber Kim ist anders. Du hättest sie sehen sollen. Sie war überhaupt nicht mehr sie selbst. Trotzdem, je mehr ihr euch dagegen stellt, desto mehr treibt ihr sie in seine Arme. Aber zumindest können wir versuchen, sie für ihn außer Reichweite zu schaffen. Wir überlegen, Kim in ein Internat zu schicken. Wir schicken sie ins Internat. Bitte was? Weil sie Ansgar geküsst hat? Wer sagt denn, dass es bei diesem Kuss bleibt, wenn wir sie hier weiter unbeaufsichtigt lassen?
Ja, aber gleich in ein Internat stecken, das ist doch völlig absurd. Kim wird bald 18. Ist doch kein Kleinkind mehr. Na, hör mal. Graf Lahnstein könnte vom Alter her ihr Vater sein. Das geht doch nicht. Wenn ihr sie jetzt gegen ihren Willen in ein Internat schickt, dann wird sie euch das niemals verzeihen und das wisst ihr auch. Aber es ist unsere Pflicht, sie vor so jemandem wie diesem Lahnstein zu beschützen. Und wir sind für sie verantwortlich. Jetzt wartet doch erst mal. Ich kann doch noch mal mit ihr reden. Vielleicht finden wir eine andere Lösung. Okay. Vielleicht kommst du ja an sie ran. Ich habe den Tee besorgt. Sicher, dass ich dir keinen Arzt rufen soll? Die Journalisten, die Aufregung, dieser ganze Druck, war wahrscheinlich alles ein bisschen viel für dich. Ich habe schon vor mehr Menschen gesungen. Ja, und das wirst du auch wieder. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Du machst dir keine Sorgen. Du bist doch schuld an dem Ganzen. Marlene, bitte. Wenn es darum geht, dass ich im Gremium für Sebastians Projekt gestimmt habe... Darum geht es überhaupt nicht. Das hat mir nur die Augen geöffnet. Was meinst du? Dir ist doch alles wichtiger. Die Firma, deine Familie, die Rennbahn. Ich bin dir doch völlig egal. Das stimmt nicht. Du hast mich vielleicht mal geliebt. Aber jetzt... Ja. Willst du mir jetzt auch noch eine Moralpredigt halten? Soll ich? Nee, danke. Mama und Papa reichen mir schon. Mann, ich verstehe einfach nicht, warum sie mich nicht einfach in Ruhe lassen. Sie sind unsere Eltern. Das ist ihr Job. Ja. Haben sie dir auch erzählt, dass sie mich ins Internat stecken wollen? Ja, haben sie. Und ich habe ihnen auch davon abgeraten. Danke. Ich finde, in einem Kloster bist du wesentlich besser aufgehoben. Kannst du sie nicht auch ein bisschen verstehen? Dass sie sich Sorgen machen? Warum denn? Wo liegt denn das Problem? Es gibt so viele Frauen, die ältere Männer lieben. Aber Ansgar von Lahnstein ist schon ein besonderes Kaliber. Ich kann das ehrlich gesagt nachvollziehen, dass sie nicht begeistert sind. Keiner hat sie gebeten, dass sie begeistert sein sollen. Sie sollen einfach meine Entscheidung akzeptieren. Wir können es einfach nicht akzeptieren. Dieser Mann ist nicht gut für Kim. Natürlich. Das siehst du doch auch so, oder? Ja. Aber? Dana hat irgendwie auch recht. Wenn Kim glaubt, dass sie ihn liebt, dann wird alles, was wir dagegen tun, sie nur darin bestärken. Liebe. Ich meine, es ist eine Schwärmerei. Ach ja? Willst du ihnen nicht ein bisschen helfen? Ja, wie denn? Indem du ihnen entgegenkommst und ein bisschen die Füßchen stillhältst. Ja, dass sie erst recht merken, dass Ansgar nichts für mich ist. Kannst du dich noch an Bernie erinnern? Ja, der Punk. Der hat mir immer Lollis mitgebracht. Mhm. Teil der Strategie. Mama fand ihn unmöglich. Naja, und dann haben wir entschieden, es ein bisschen langsamer anzugehen. Bernie hat Mama Blumen mitgebracht, ihr Essen gelobt, das ganze Programm. Und irgendwann fand Mama Bernie fantastisch. Ich glaube, als wir getrennt waren, war sie trauriger als ich. Ja, und du glaubst jetzt, wenn Ansgar Mama und Papa Lollis mitbringt, dann hat sich das Problem erledigt. Wir sollten auf jeden Fall noch mal mit Kim reden, bevor wir sie überstürzt in ein Internat schicken. Meinst du, mir fällt das leicht? Natürlich nicht. Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, sie von diesem von Lahnstein fernzuhalten. Das Problem ist, damit halten wir sie nicht nur von ihm fern. Wenn wir sie jetzt überstürzt wegschicken, dann verlieren wir sie vielleicht für immer.
Es muss doch noch eine andere Lösung geben. Wieso bist du dann noch hier? Du hast gesagt, du verschwindest von der Insel. Das stimmt, das habe ich gesagt. Ja, dann pack deine Koffer, anstatt uns am Strand nachzuspionieren. Ich habe gepackt. Ich konnte jetzt nicht einfach gehen. Und weshalb nicht? Ist dir das Geld ausgegangen? Ich habe 10 Jahre darauf gewartet, meine Tochter wiederzusehen und um Verzeihung zu bitten. Ich kann jetzt nicht einfach gehen. Kannst du doch. Weil nämlich Julia mit dir absolut nichts mehr zu tun haben will. Woher willst du das wissen? Julia glaubt, ich bin tot. Und so soll es auch bleiben. Vielleicht würde es ihr gut tun, sich mit mir auszusprechen. Du hast nur Unglück über sie gebracht. Und ich sorge dafür, dass du das nie wieder kannst. Ich will sie doch nicht unglücklich machen. Dann geh und lass sie in Frieden. Wenn du beweisen willst, dass du eine andere geworden bist, dass du dich geändert hast, dann halte einmal in deinem Leben ein Versprechen und verschwinde. Dann ist der Empfang also ausgefallen. Und wo bleibt Nicola dann? Die genießt ja einen freien Abend und genau das tun wir jetzt auch. Ich für meinen Teil brauche dringend was zu trinken. Ach so, wahrscheinlich darfst du noch gar keinen Alkohol trinken, oder? Natürlich nicht, das könnte ja Spaß machen. Ja, dann Wasser? Wenigstens das hat der Arzt mir nicht verboten. Dann hast du den Drink wahrscheinlich viel nötiger als ich. Ich vermute mal, körperlich sollst du dich auch noch schonen? Genau. Dann auf die Vorfreude. Du meinst wohl auf die Schadenfreude. Wieso? Kalte Duschen sollen sehr gesund sein. Apropos Schadenfreude. Ich habe eben Ansgar getroffen. Weißt du, was mit ihm los ist? Ja, er hat sich mit unserem Förster angelegt. Hat er in seinem Revier gewildert? Ja, fast. Er hat seine Tochter geküsst. Mit Vätern ist nicht zu spaßen. Mit Müttern auch nicht. Und mit deren Töchtern schon gar nicht. Oh, jetzt hör auf, dich zu beschweren. Ich lebe ja auch quasi im Zölibat. Ohne, dass mir ein Arzt irgendwas verboten hätte. Ja, aber du bist wenigstens schon dran gewöhnt. Was soll das denn heißen? Dass ich keinen Sex brauche, weil ich keinen habe? Die gehen auf mich. Danke, danke. Als Entschädigung für den ausgefallenen Empfang. Weiß man eigentlich schon Näheres, was mit Marlene los ist? Die Ärmste, das muss wirklich Horror sein. Keine Stimme ist wohl noch schlimmer als kein Sex. Am schlimmsten ist kein Sex und keine Stimme. Da kann man sich noch nicht mal irgendwo beschweren. Dazu müsste man erst mal jemand haben, bei dem man sich beschweren kann, stimmt so. 5 an jeder Hand, Tanja. Luca? Wir sehen uns morgen. Ja, tun wir das? Ich habe einen Termin im Auktionshaus. Man sagte mir, du würdest den übernehmen. Dann wird das wohl so sein. Ich freue mich auch schon richtig. Die sollte mal ihre Stimme verlieren. Also, worauf stoßen wir an? Auf die Enthaltsamkeit? Auf das Ende der Enthaltsamkeit. Das ist besser. So, ich bin dann mal weg. Nach Marlene sehen. Ja, drück sie von uns. Mach ich. Ciao. Tschüss. Tschüss. Sorry, dass ich vorhin so ausgerastet bin. Ja, ist kein Problem. Wir haben alle ein bisschen die Nerven verloren. Ja, ich kann ja verstehen, dass ihr wirklich nur das Beste für mich wollt. Aber ich bin halt kein kleines Kind mehr. Das wissen wir. Aber warum akzeptiert ihr dann nicht einfach, dass ich mich verliebt habe? Wir glauben einfach nicht, dass Ansgar von Lahnstein gut für dich ist. Wisst ihr, vielleicht haben eure Eltern das auch mal gedacht. Dass ihr einfach nicht gut zusammenpasst. Naja, also immerhin waren wir sozusagen auf einer Linie. Nur weil Ansgar ein bisschen älter ist als ich, heißt es noch lange nicht, dass wir nicht gut zusammenpassen. Bisschen ist gut. Ihr kennt ihn doch kaum. Er kann wirklich anders sein. Er ist nett und charmant.
Es geht einfach nicht. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ich rede hier über meine Gefühle und das Einzige, was du sagst, es geht einfach nicht. Deine Gefühle spielen ja leider überhaupt keine Rolle. Es kommt überhaupt nicht in Frage, ich werde es nicht zulassen. Deine Mutter will sagen... Ich weiß, was sie sagen will. Meine Gefühle sind ihr scheißegal. Hey Kim, wart doch mal. Lass uns in Ruhe darüber reden. Sag mal, was hat dich denn gerade geritten? Sie glauben, die Stimmbandverhärtung ist psychosomatisch? Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir verbleiben wie verabredet. Bis morgen. Wiedersehen. Tut mir leid, sie hat gesagt, sie will dich nicht sehen. Tristan, ich muss mit ihr reden. Wie geht's dir, Marlene? Ich denke, es ist besser, wenn du später noch mal kommst. Sie muss den Schock erst mal verdauen. Gut. Bis später. Und jetzt? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst dich ins Bett legen, Quarkumschläge machen und hoffen, dass sich deine Stimme irgendwann mit viel Ruhe wiederholt. Aber das dauert doch ewig. Und es wäre fatal für deine Karriere. Keine Auftritte, keine Proben. Von der schlechten Presse, die wir morgen bekommen, werden wir ganz abgesehen. Und was ist die zweite Möglichkeit? Naja, die meisten Profis würden nicht so lange warten. Wir könnten den Arzt bitten, dich wieder fit zu spritzen. Na, trinkst du noch ein Glas mit Bier? Gern, ich kann sowieso nicht schlafen. Passiert das öfter? Normalerweise nicht. Ich hoffe, das ist nicht meine Schuld. Dein Schnarchen hört man im ganzen Haus. Oh, verflucht. Also, es tut mir so leid. Aber es war nur ein Scherz. Wirklich. Nein, es ist wegen Clarissa. Weißt du, normalerweise versuche ich nicht so viel daran zu denken, was sie getan hat und was damals alles passiert ist, aber schwierig wird's, wenn ich Geburtstag habe oder irgendwas anderes passiert, das mich an früher erinnert, weißt du? Habe ich doch irgendwie damit zu tun? Nein, nicht wirklich. Es tut mir gut, mit dir darüber zu reden. Wirklich vergessen kann ich die Vergangenheit sowieso nicht. Sie ist ein Teil von mir, ob ich will oder nicht. Manchmal wüsste ich gern, wie es wäre, wenn sie noch lebt. Entschuldigung, kommst du denn darauf? Einfach so. Ich gehe schon. Emilio, was machst du denn so spät noch hier? Hey, ist Timo da? Klar, aber der ist im Bett. Der hat morgen früh Schicht im Café. Warte, dann besuche ich ihn doch einfach dort. Mach das. Buenas noches. Gute Nacht. In Spanien ticken die Uhren einfach anders. Was Clarissa betrifft, ich meine, wenn sie noch leben würde, könntest du dir vorstellen, noch mal mit ihr reden zu wollen? Ich weiß nicht. Ich bin immer noch so wütend auf sie. Vielleicht wäre es ganz gut, ihr das alles mal an den Kopf zu werfen. Aber was soll's, sie ist tot. Ich gehe hoch. Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf du auch gut. Kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Vielleicht Sauerkrautumschläge? Wenn du meinst, es hilft. Keine Ahnung, das macht man bei Pferden, wenn sie Mauke haben. Ja, okay, dann vertraue ich vielleicht doch lieber auf meinen Arzt. Und du meinst,
jetzt ist mit Kim, das drängt sich wieder ein. Immerhin will sie noch mal mit Mama und Papa reden. Wenn das mal gut geht. Ich habe ja eingeschärft, sie soll man so Sachen sagen wie, ihr habt vollkommen recht, ich verstehe euch ja. Sehr gut. Wieso ausgerechnet Ansgar? Keine Ahnung. Also mit der Auswahl ihrer großen Liebe hätte sie sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können. Du musst mir helfen. Muss ich das? Meine Eltern sind gegen uns. Ach was. Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist. Mein Vater ist eigentlich ganz cool. Die wollen mich ins Internat stecken. Was sollen wir jetzt machen? Meinst du, ich soll mal Mama anrufen? Das ist eine super Idee. Wenn sie dich so hört, dann denkt sie, es ist irgendein Lustmolch am Telefon. Du solltest wirklich deine Stimme schonen. Vielleicht sollte ich aber auch einfach diese Spritze nehmen, dann hätte ich diesen ganzen Stress hinter mir. Ich weiß nicht, solche Spritzen machen doch bestimmt starke Nebenwirkungen. Ja, aber viele Künstler nehmen sowas. Viele Sportler nehmen auch Doping. Das macht's auch nicht besser. Nein, ich wollte noch nie etwas so sehr wie diese Karriere. Was sagt Hagen dazu? Ich liebe dich. Lass uns weggehen. Egal wohin. Kim, hör mal. Ich glaube, du hast da was missverstanden. Weißt du, ich meine, natürlich mag ich dich sehr gerne und wir hatten ja auch jede Menge Spaß miteinander, aber... Spaß? Ich dachte, du liebst mich. Also, Oh, mach das weg, bitte, mach das weg. Ups. Danke, du bist mein Held. Hey. Selber, hey. Ich habe gedacht, wir bleiben standhaft. Das habe ich auch vor. Du hast gleich deinen Arzttermin. Und dann bekommen wir bestimmt grünes Licht. Lass uns bis dahin warten, okay? okay, ein Versuch was wert. Wenn du willst, können wir dann unser ganzes Leben in diesem Bett verbringen. Ja, ich will. Wir werden nichts anderes mehr machen. Nichts anderes. Außer vielleicht essen und trinken und reisen. Okay, aber ansonsten? Nichts ansonsten. Bon dia, Frau Schwarz. Morgen, Timo. Hey. So. Die ist leider nur von gestern. Ach, macht nichts, danke. Ich verstehe eh nicht, warum Nachrichten einen Tag später nicht mehr interessant sein sollen. Es geht ja um die Geschichte, nicht? Na, viele Menschen werden nicht gerne an die Geschichten von gestern erinnert. Ich werde nicht mehr. Ist das ein Dreck 250? Darf ich? Wo haben Sie den denn her? Ich habe mal einen Kurs belegt, wo man lernt, diese Dinger zu fliegen. Ich wusste gar nicht, dass Frauen auch mit sowas spielen. Ich jedenfalls nicht. Und warum haben Sie den gekauft? Für meinen Enkel. Und der will ihn nicht mehr haben? Na, ich weiß nicht. Ich wollte ihn und seine Mutter besuchen, aber daraus wird jetzt wohl nichts. Ja, willst du ihn haben? Aber Sie können ihn Ihrem Enkel doch beim nächsten Mal wieder mitbringen. Es wird kein nächstes Mal geben. Du würdest mir eine große Freude machen. Nimm ihn. Sind Sie sicher? Gut, vielen Dank, Frau Schwarz. Vielen Dank. Dreck 250. Ich fasse es nicht. So, danke schön. Opa. Keine Angst, du hast die richtige Entscheidung getroffen.
bekommst du eine Spritze? Moment. Ich dachte, bei einer Stimmbandverhärtung hilft nur viel Ruhe und Geduld. Warten Sie einen Augenblick, ich bin Ihr Ehemann. Marlene bekommt eine Injektion, damit sich ihre Stimme wieder regeneriert. Das ist nichts Ungewöhnliches für eine Sängerin. Du lässt sie fit spritzen, das ist nicht dein Ernst. Das Zeug hat doch bestimmt 1000 Nebenwirkungen. Was ist denn, wenn es mehr Schaden anrichtet, als dass es nützt? Bitte, jetzt übertreib mal nicht. Außerdem war es Marlenes Entscheidung. Lassen Sie uns bitte einen Augenblick alleine. Wir sind gleich wieder da. Marlene, du musst das nicht tun. Was soll ich denn machen? Ich muss wieder auf die Bühne und zwar so schnell wie möglich. Ich weiß ja, dass die Situation unerträglich für dich ist, aber du musst so etwas ernst nehmen und deine Stimmbänder in Ruhe auskurieren. Dafür ist einfach nicht genug Zeit. Die Zeit musst du dir nehmen. Wenn du das jetzt einfach wegspritzt, dann irgendwann rebelliert dein Körper. Ist mir doch egal. Das glaube ich dir nicht. Weil du mich einfach nicht verstehst. Hank, ich habe nichts mehr außer meine Karriere. Du hast mich. Marlene, ich weiß, dass ich in letzter Zeit nicht der Ehemann war, den du dir wünschst. Das wird sich wieder ändern. Ich werde alles versuchen, um für dich da zu sein und dich glücklich zu machen. Kannst du mir noch mal verzeihen? Auf mich hat sie eben einen ganz aufgeräumten Eindruck gemacht. Findest du nicht? Doch. Aber? Ist das nicht komisch? Gestern nach dem Streit haben wir noch befürchtet, dass sie die Nacht nicht nach Hause kommt. Und jetzt? Wer weiß schon, was in einem Teenager vor sich geht. Das Wichtigste ist doch, sie scheint sich mit der Aussicht auf das Internat abgefunden zu haben. Hm. Du hast ja recht. Wahrscheinlich ist es wirklich das Beste, wenn sie erst mal ein bisschen auf Abstand geht. Danach sehen wir dann weiter. Ich bin froh, dass du auch so denkst. Und ein guter Schulabschluss hat noch niemandem geschadet. Überzeugt mich nicht. Tja, tut mir leid. Vielleicht könntest du ja noch mal präzisieren, was du dir für die Firmenräume von Lene Clarisse vorgestellt hast. Ich dachte an stilvolle Modeaufnahmen aus den verschiedenen Epochen. Hast du dir gerade angeschaut? Offensichtlich haben wir eine unterschiedliche Auffassung von stilvoll. Möglich. Wir können gerne noch mal unsere Internetdatenbank anschauen. Entschuldige, dass ich störe, aber es ist wichtig. Der Arzt meint, unserer Zukunftsplanung steht nichts mehr im Weg. Ich bin topfit und wir können sofort anfangen. Philipp, ich bin gerade mitten in einem Termin. Lass dich nicht stören. Ich bin ja nur eine Kundin. Warte kurz, Nicola. Alles vorbereitet. Fehlst nur noch du. Ich habe nur noch diesen Termin, dann komme ich sofort vorbei, ja? Lass mich nicht zu lange warten. Ich freue mich. Ich mich auch. Also, unsere Internetdatenbank. Nico, gib dir doch keine Mühe. Du bist in Gedanken eh schon im Bett mit deinem Prinzen. Nein, wir können das gerne in Ruhe durchgehen. Weißt du was? Ich suche mir was raus und geb dir dann Bescheid. Ich würde nicht zu lange warten. Wie oft erlebst du, dass ich jemand einen Gefallen tue? Nie. Also, viel Spaß und gib alles. Ich mache dir auch wirklich einen guten Preis. Ja, davon gehe ich aus. Perfekt. Obwohl...
Timo? Ja? Wo hast du denn den her? Den habe ich von Frau Schwarz. Du weißt schon, die Frau, die bei meinem Chef in der Wohnung wohnt. Und den hat sie dir geschenkt? Tja, war ein bisschen merkwürdig. Ja, allerdings merkwürdig. Sie meinte eigentlich, hat sie den Hubschrauber für ihren Enkel gekauft. Ihren Enkel? Ja. Aber irgendwie kann sie ihm den jetzt doch nicht geben, weil der Kontakt abgerissen ist. Und deshalb hat sie dir diesen Hubschrauber geschenkt? Naja, eigentlich wollte ich ihn nicht annehmen. Obwohl ich schon immer so einen haben wollte. Aber Frau Schwarz hat drauf bestanden. Ich glaube es nicht. Rotwein mit Ei. Altes Hausmittel. So sieht's auch aus. Salbei-Tee wäre mir allerdings lieber. Den kannst du auch noch literweise trinken. Na los. Sehr brav. Entschuldige. Es war unfair, dich verantwortlich zu machen. Du hattest das Gefühl, ich unterstütze dich nicht. Das kann ich verstehen. Ich hatte wahrscheinlich einfach tierisches Lampenfieber. Nur Lampenfieber? Du hast schon so oft vor großem Publikum gesungen. Ich hatte Angst, dass du mich nicht mehr liebst. Bei diesem Projekt hängt alles an Marlene. Und sie verliert ihre Stimme. Die Zeitungen bezeichnen sie als Fehlbesetzung. Du verstehst, dass ich mir Sorgen mache. Ja, das verstehe ich auch. Die Präsentation gestern ist suboptimal gelaufen. Suboptimal? Das war ja wohl eher Harakiri nach Noten. Die Frage ist, wie wir mit dieser Situation jetzt umgehen. Wir müssen auf jeden Fall was gegen diesen Prestigeverlust tun. Marlene wird bald wieder auf dem Damm sein. Das verspreche ich euch. Du wirst bald wieder auf dem Damm sein. Und zwar ganz ohne Doping. Nur dank der Pflege deines dich liebenden Ehemannes. Wir fahren ein paar Tage in die Jagdhütte, um dich da schonend auszukurieren. Naja, und auch als kleine Entschädigung für die abgebrochene Hochzeitsreise. Ich habe schon mit dem Gestüt gesprochen. Und Tristan? Und die Termine, ja. Mein Bruder hat da gar nichts zu melden. Ich kümmere mich jetzt um dich. Danke. Bist du wirklich sicher, dass du gleich los willst? Ja, das Licht ist perfekt heute. Und was ist mit mir? Du bist auch perfekt. Aber im Gegensatz zum Licht läufst du mir nicht weg. Niemals. Habt ihr gesehen, wie lange der in der Luft sein kann? Großartig. Unglaublich. Wirklich überzeugend. Na, vielleicht erklärst du mir, wie das Ding funktioniert, während deine Mutter fotografieren ist, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das hinkriegst. Oh. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Wir können es ja versuchen. Also, das ist ein Lenkapparat. Mhm. Rechter Schalter, Mhm. linker Schalter. Mhm. Bis hierhin komme ich mit. Falls du hier bist, um mir Vorwürfe zu machen, das kannst du dir sparen. Mein Flug ist gebucht. Morgen verlasse ich Mallorca. Flüge kann man umbuchen. Ja, ich habe noch mal nachgedacht. Also wenn es nur an mir liegt, dann sollst du die Chance haben, mit Julia zu reden. Will sie mich sehen? Das weiß ich nicht. Aber vielleicht ist eine Aussprache zwischen euch ja eine Gelegenheit für Julia, endgültig mit dir abzuschließen. Vielleicht kann sie mir ja doch verzeihen. Damit würde ich nicht rechnen. Aber
Wenn es so wäre, dann wäre es Ihre Entscheidung. Ach, danke, Arno. Ich tue es nicht für dich. Ich tue es für Julia. Ich versuche es wenigstens. Also warte es ab. Ich hoffe, ich tue das Richtige. Es lohnt sich, für die Liebe zu kämpfen. Wenn man den Kampf verloren hat, muss man das auch einsehen. Philipp? Philipp! Wo bist du denn? Oft ist es so wenig, was uns von unserem Glück trennt. Ein paar Meter. Ein paar Sekunden. Ein paar Herzschläge. Manchmal ist es egal, wie sehr man sich liebt. Man kommt einfach nicht mehr zusammen.